Meine Damen und Herren, wir sind an einer Sequenz, wo wir uns Gedanken machen über volkswirtschaftliche Größen im Kontext der Finanzkrise. Und heute schauen wir uns die Arbeitslosenzahlen an und Sie kennen unsere Einstellung. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Hier die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen im Euroraum blau, in den USA schwarz, von 2002 bis ans aktuelle Ende. Und das gleiche auch für die Schweiz, rot. Und Sie sehen, die Arbeitslosenzahlen sind zwischen 2002 bis etwa 2007 und 2008 mehr oder weniger systematisch gesunken, auch in der Schweiz auf einem anderen Niveau. Und dann kam die Finanzkrise und die Finanzkrise hat dramatische Konsequenzen gehabt auf die Arbeitslosenzahlen. Sie sehen, insbesondere in Europa sind die Arbeitslosenzahlen explodiert, haben sich inzwischen noch nicht wirklich erholt. In den USA haben sich die Arbeitslosenzahlen erholt in den letzten 5, 6 Jahren. In der Schweiz ist das mehr oder weniger stabil geblieben, haben sich auch wieder auf ein tieferes Niveau eingependelt, im Euroraum nicht. Nun, wo sind die Problemfälle im Euroraum? Die Problemfälle sind hier identifizierbar. Hier sehen Sie Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Griechenland. Die Problemfälle sind klar. Die Problemfälle liegen insbesondere in Griechenland und Spanien, wo wir strukturelle Arbeitsmarktsituationen haben, die unbedingt angepackt werden müssen, auch wenn sich die Situation im Moment auf einem unglaublich hohen Niveau zu stabilisieren beginnt. Sie sehen Deutschland. Deutschland profitiert natürlich von der Restrukturierung der Arbeitslosen bzw. der Arbeitsmarktsituation bereits seit 2002. Aber hier sehen wir die Problemfälle, die angepackt werden müssen, weil sie immer noch auf viel zu hohem Niveau sind. Ich fasse zusammen, die Finanzkrise hat dramatische Auswirkungen auf die globalen Arbeitsmarktzahlen gehabt. Einige Länder haben sich bereits erholt, andere noch nicht. Insbesondere strukturschwache Länder im Süden der EU sind hier tangiert und die Arbeitslosigkeit muss dort weiter reduziert werden, weil wir vor allem Jugendarbeitslosigkeit haben. Es sind nachhaltige, strukturelle Änderungen vonnöten. Sind diese strukturellen Änderungen schon angepackt worden? Meine Damen und Herren, ich habe meine Zweifel, aber wo strukturell zu wenig gemacht wird, wird über kurz oder lang eine politische Umwälzung entstehen. Es ist möglich, dass die Entwicklungen in Spanien erst der Beginn einer solchen Entwicklung sind.